Eins der wichtigen Spektren bei mir sind diese Kaviarbilder. Man hat das Erdölbild von damals und man hat eben die Entwicklung dieser Skulpturen. Ich habe also mir unraffiniertes Erdöl besorgen können und habe 1990 ein paar Erdölbilder gemacht auf Bettlaken. Was man hier sieht, ist mindestens ein super gelungenes Bild in Erdöl und Linnen. Also die Intensität verspürt man von diesem Stoff und auch dieses Branstige und alles, was da drin steckt. Noch kurz zur Zeit, das war 1990, das ist der Golfkrieg gewesen, das ist brennende Ölfelder gewesen. Das war auch im Prinzip zu der Zeit eine Idee und der Anreiz gewesen, solche Bilder zu machen oder zu sehen, ob man es überhaupt in den Griff kriegt, dass ein Bild wird. Kaviar ist auch so ein Kapitel. Ich habe damit in den 80er Jahren angefangen. Aus einem Flash, aus einer Vision bin ich auf Kaviar gekommen und kam dann 2011 auf die letztendlich dann naheliegende Idee, vielleicht große Bilder zu machen, dass man Kaviar auch in Eimern drüber kippen könnte. Um Kaviar in seiner Fülle und in der Reichhaltigkeit auch visuell zu erfassen, ist es schon wichtig, dass man große Bilder hat. Hier berühren wir ein Thema, fast ein Markenzeichen, die Beschäftigung mit der Dachlatte. Im Prinzip dummes Material, dem man dann seinen Stempel aufdrückt, indem man, egal wie, eine Skulptur draus macht oder auch eigentlich manchmal nur einen Namen gibt. Ein Cover einer berühmten Fotozeitung hatte plötzlich das Foto einer jungen Dame am Strand mit einer Dachlatte, mit der sie posierte. Und da dachte ich, ja, das ist natürlich eine Aufforderung und eine Dachlatte quer, die also das Bild sprengt und plötzlich dreidimensional macht. Und sagte, da gibt es plötzlich eine Beziehung, die man also analytisch gar nicht packen kann, aber visuell kann man die sofort erfassen. Das ist jetzt Bronze. Die Bronze ist eben mit einer feinen Flex geschliffen worden. Und zwar so, dass sie schillert, dass sie überall Schleifspuren hat und anders reflektiert. Die Figur selber ist aus Dachlatten, wiederum aus Dachlattenstücken und so weiter. Nachdem diese ganze Holzkonstruktion, man sieht an jeden Ecken und so, dass da Holzstücke drunter sind, fertig war, wurde die dann in schwerer Leinwand eingenäht, und zwar sehr straff. Und wenn die dann grundiert wird, dann zieht sie sich auch nochmal straff zusammen und bildet das also sehr konkret ab, da ist nichts mehr locker. Fahnen gibt es wie Sand am Meer, die werden auch jeden Tag neu erfunden, und die andere Fahnen sind gestorben und zerstört worden und so weiter, geschändet und so. Das gehört zu den Menschen immer, dass sie immer wieder neue Fahnen brauchen. Das ist mein Beitrag dazu.